Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in einer neuen AKF, Leute. Wir sind heute im Winterweizen. Hinter mir Daniel von LG, aber Daniel ist unter anderem auch ein guter Freund, der auch einfach mal so drauf steht, Bestände mit mir durchzufahren. Daniel ist nämlich heute hier, weil ich habe Weizensortenversuche angelegt, die keine Versuche sind, sondern einfach mir, um anzugucken, wie die sind. Ja, und wir haben irgendwie ein bisschen vergessen, uns zu notieren oder der Zettel ist abhanden gekommen. Wo steht welche Sorte? Wo steht welche Sorte? Und ich habe gedacht, wenn das einer erkennen kann, dann ist das Daniel. So, wir sind jetzt hier im Winterweizen nach Erbse. Der eigentlich ganz gut stand, aber jetzt die letzten Tage kommt immer mehr Pilzdruck durch. Ne? Jetzt kommt ein bisschen mehr Trockenheit, jetzt wird es auch ein bisschen trockener. Mein wichtig ist ja, dass immer das letzte Blatt sauber bleibt, sieht man ja. Aber hier unten sieht man ja schon, da ist Septoria drin. Ich habe vielleicht pilztechnisch dieses Jahr auch ein bisschen zu wenig gemacht, gebe ich zu. Er ist auch ein bisschen die Geburt meiner Tochter geschuldet. Ich bin dieses Jahr am Ackerbau ehrlich gesagt nur hinterhergelaufen und fast nichts zeitgemäß gemacht. Und nichts zeitgemäß, ich habe hier gar keinen Wachstumsregler gespritzt. Gar nichts, nirgendwo. Die einzige, die Gerste. Die Gerste hat Wachstumsregler gekriegt und auch der Weizen ist mir davon gerannt und hat keine Maßnahme gekriegt. Aber ich sag dir was, der wird sich nicht hinlegen. Also ich habe eine Stelle, da gucken wir uns nachher hin, da ist gegrubbert worden und da sind so die richtig krassen Moorsenken. 100% liegt der da jetzt schon. Aber so der ganze Rest, ja, also hier, das sieht aber schon fast ein bisschen mehr wie Trockenheit aus, ne? Was sagst du? Ja, du, ich sag mal, wie ist denn das regentechnisch gewesen bei dir? Naja, wir haben, ich sag mal so, wir haben nicht die Übermengen ständig gekriegt, sondern immer so 3, 4. Bei euch hier hinten kam ja nicht immer die Menge an, die andere Regionen in Deutschland abgekriegt haben, ne? Ja. Um es mal so zu sagen. Aber da du jetzt schon mal hier bist, darfst du ein bisschen was zu der Sorte sagen. Hier ist Optimist. Ja, LG Optimist, unsere neue Sorte im letzten Jahr zugelassen. Ganz breite Aufstellung im Anbau, also sprich, wir können den Optimist eben auch wirklich in die, wir können den Optimist auch wirklich in die Frühsaat stellen, weil er eben eine ausgezeichnete Winterhärte mitbringt. Die Sorte ist auch in Polen und in den osteuropäischen Ländern zugelassen. Und das ist schon immer so ein Garant für so eine Sorte, wenn wir dann auf jeden Fall auch von der Winterhärte sprechen. Aber der ist auch so ein bisschen, der will auch ein bisschen abreifen. Deswegen, die Körner sind ja schon relativ groß. Die werden auch schon ein bisschen mehliger. Das sind andere Sorten teilweise anders. Janni hat mir gestern was geschickt, der ist noch in der Milchreife. Ja, genau. Wann hast du den gedrillt hier? Den 22. September. Genau, das ist ja auch vom Termin her schon mal nicht zu spät. Ne? Und ich sag mal, das spielt ja dann auch immer noch mal bei der ganzen Geschichte mit rein, wann denn welche Sorte in den Boden gekommen ist. Ja, eine Ehrenbehandlung habe ich hier gefahren. Deswegen, der ist auch noch gut grün geblieben. Das war auch dieses Jahr wirklich wichtig, weil auch vor allen Dingen Rost in den Pflanzen war und. Ja, ja. Nee, und wichtiges Thema gerade, Stichwort Ehrenbehandlung. Da sind wir schon beim nächsten positiven Punkt, die der Optimist mit sich bringt. Er hat eben nicht nur eine gute Halmbruch-Resistenz und er hat eben auch, ist er in der Fusarium-Einstufung eben Hier haben wir sehr eine Fusarien-Ehre. Die ist Fusarien befallen. Halmbruch ist es nicht. Ich wollte sagen, hast der du mal ist grün. geguckt an die Wurzeln? Ja, das könnte auch Halmbruch sein. Ja, deswegen. Manchmal ist das aber dann denn, auch, doch, das ist Halmbruch. wenn man denn, den schwarzen Knoten. wenn er dann durchgewachsen ist, kann das natürlich auch dann mal so ein Halmbruchding sein. Ja, obwohl aber Ansonsten nicht hat richtig. der Optimist auf jeden Fall eine sehr gute Fusarium-Einstufung, also auch nochmal gerade als Stoppelweizen oder in ungünstigen Fruchtfolgen Ist Fusarium. Ist Fusarium. ist er da eben auch nochmal sehr gut eingestuft und ja, bringt eben eine runde Pflanzengesundheit mit sich. Wir haben, ich sag mal, beim Mehltau müssen wir ein bisschen gucken und in der Standfestigkeit, ne, du sagtest ja, du hast ja hier keinen Wachstumsregler reingefahren. Schauen wir mal, ne? Jetzt bleibt er aber stehen. Jetzt wird die Pflanze ja immer holziger. Jetzt bleibt er stehen. Du, er federt ja auch gut durch. Ja. Ne? Und hier, deine Bestände sind ja, guck mal, die sind auch schön gut luftig angelegt, wo dann eben in der Direktsaat, das war ja auch Direktsaat hier, ne? Das ist Direktsaat. Genau. Das ist Direktsaat mit der Boss gelegt. Genau, Sorte Optimist. Und mit dem Isaria auch die Erdengabe gefahren. Und witzigerweise auf die Erbsenfläche wollte er 0N nachgeben. Also ich habe hier eine Ertragserwartung von 9 Tonnen angegeben, weil wir stehen hier wirklich auf 60 Bodenpunkte. Der steht auch auf wirklich guten Boden und so wie alle anderen Flächen auch, die Vormaßnahmen waren relativ ähnlich. Aber hier wollte er wirklich 0N, da kann man mal so ein bisschen die Unterschiede von dem Sensor sehen. Ja, spannende Geschichte. Genau, und nach Grubbern tatsächlich mit Ertragserwartung von 7
wollte er das meiste geben, tatsächlich. Ja, Obwohl okay. ja eigentlich, normalerweise würde man sagen, nach grober mineralisiert mehr, dann muss der Bestand anders aussehen. Aber wir schauen mal, wie es nachher im Protein performt, wie es denn nachher aussieht. So, wir fahren jetzt mal zum Akzent. Genau. Und dann fahren wir zu dem Stück, wo Daniel zeigen kann, was er drauf hat. So Leute, jetzt stehen wir hier nicht im Mainweizen, aber ich fand das ganz interessant. Auf der anderen Straßenseite ist Mainweizen, hier ist sozusagen nach Flügen ist der Weizen. Aber das spielt in erster Linie gar keine Rolle, weil ich euch hier einfach zeigen will. Hier, als ich da drüben gespritzt habe, ungefähr vor 10 Tagen, war meiner ein bisschen krank, sah gar nicht mehr so gut aus und der hier war quietschgrün. Und da habe ich gedacht, oh, da steht der Bombe. Aber den erwischt jetzt völlig im Rost, wie ihr da seht. Und was wir noch sehen, ist tatsächlich Schwarzbeinigkeit und Fusarien. Also ihr seht das, wenn die Ähre so komplett abstirbt oder so halb. Ne? Wie man das hier so sieht, hier sind ja sehr, sehr viel taube Ähren dabei. Fusarien und Schwarzbeinigkeit. Wir haben beides gefunden. Und zwar, wenn man jetzt hier an den Wurzeln guckt, dann ist die Wurzel da ziemlich abgestorben. Da sind dann keine weißen Wurzeln mehr dran. Und hier, deswegen auch Schwarzbeinigkeit, der schwarze Fuß. Das ist teilweise bodenbürtig und samenbürtig. Kann man gegen beizen. Ich glaube, es ist ein bisschen teurer. Das ist meistens interessanter auf Getreide nach Getreide oder Weizen nach Weizen. Dann beizt man das ein bisschen teurer an. Und hier stand vorher eine Gerste. Ist ja auch eine Stoppelfrucht, ne? Also Aber dann geflügt, ja, ne? genau. Theoretisch eigentlich untergeflügt. Aber, ja, und was man auch deutlich erkennen kann, hier ist mit der Spritze eine Kurve gefahren, ja? Und wie ihr das auch seht, hier so die Außenbahn deutlich kranker, die Innenbahn grüner. Wir können euch das mal durchgehen. Es liegt auch einfach daran, wie der Wirkstoff so ein bisschen verteilt wird. Ja, in der Innenbahn ja mehr. Das kann mir ja nicht mehr passieren. Ich habe Gott sei Dank Pulsweitenmodulation inzwischen. Ja, bei mir wird es dann deutlich besser verteilt. Aber hier kann man das genau sehen, an dem Punkt, wo das Gestänge dreht. Hier vorne. Da kommt die höchste Dosierung an Spritzmittel. Und ihr seht, das ist ein komplett anderer Weizen. Der ist auch krank, ohne Ende. Rost vor allen Dingen. Rost lässt nämlich richtig, richtig schnell Bestände absterben. Seht ihr das da? So, du auch, ne? Ja, ja. Der ist krank, der hat eine Menge Rost abgekriegt. Aber im Gesamten ist der Bestand hier deutlich sauberer. Ich meine, jetzt hier, wir waren jetzt am Vorgewende, hier wird es besser. Aber dieses Jahr ist ein enormer Pilzdruck. Auch gerade, ich merke das schon, kitzelt richtig in die Nase bei mir. Macht der Betrieb eigentlich auch Flüssigdüngung? Es könnte danach Weil aussehen. hier in der Kurve kann natürlich auch viel mehr Dünger hingekommen sein. Nee, ein AGT. Ah. Aber nee, ein Aero. Die getragenen sind Aero. Ein Rauch-Aero fährt hier. Und deswegen hier ist das Gestänge, genau. Hier. Ja, ja. Ich habe auch gerade überlegt, Mensch, wir macht ja auch stehen flüssig. geblieben, das Gestänge. Genau. Und hier geht der Weizen nämlich schön ins Lager, Genau. weil er hier nämlich den Dünger hingepustet hat an der Stelle. Genau. Jo, und dann gehen wir mal rüber zu meinem. Also wie gesagt, meiner war auch gut krank, gut Rost gehabt. Der sah ein bisschen aus wie ein Fuchs. Gerade der Akzent war da, der ist ja auch in der Rosteinstufung ein bisschen höher, so in der Anfälligkeit. Daneben steht ja auch ein Informer, der ist natürlich immer grün gefühlt. Und dann gehen wir da mal einmal rüber. Aber in der einen AKF habe ich nämlich gesagt, hier gegenüber der Flugweizen, da wurde auch gesagt, ja zeig doch mal die, wo dann auch gepflügt wird, wie die Bestände aussehen und. So, jetzt gehen wir rüber. Ich hatte auch enormen Rostdruck, habe den auch gut gestoppt gehabt. Ich würde auch sagen, der ist auch gestoppt, ne? Der war befallen. Ja, du siehst keine erhabenen Pusteln. Ja, genau. Ne? Also das sind wirklich nur noch hier so ein paar Nekrosen, die man hier erkennen kann. Aber die Rostpusteln sind definitiv inaktiv. Genau. Also hat Das heißt, ich habe meinen so ein bisschen über die Klippe gebracht. Ja, der sieht auch nicht ultra gesund aus, wenn man so reinguckt. Der war gut befallen, aber wir kriegen das Fahnenblatt jetzt ein bisschen länger geschützt. Und letztendlich ist das auch manchmal entscheidend, wie lang können wir die Vegetation führen. Alles ist Kornfüllung am Ende. Ja, hier haben wir die aber nicht. Der ist intakt. Da, das ist intakter Rost. Hier, der ist intakt. Tatsache, ja, das Blatt tatsächlich, da sind die Pusteln gut erkennbar. Der ist nicht mehr intakt. Also man sieht das, wenn man das über den Finger rollt, dann sind die Pusteln so erhaben drüber, dann sieht man das schon. So, wir müssen mal gucken. Ich glaube, wenn wir in die Fahrgasse reingehen, dann kommen wir zu einem Informer. Also wir haben hier Direktsaat, Weizen nach Raps. Hat sich gut entwickelt, ohne Wachstumsregler.
Jetzt hier an dem Vorgewende, aber ist auch nur am Vorgewende, wo die Hirse jetzt ein bisschen durchkam in der Fahrgasse. Sonst gar nichts. Also es ist jetzt wirklich hier, wo wir rübergerollt sind. Ah doch, hier sehen wir es auch. Aber die sind doch, hier, die sind wieder aufgeblüht. Die sind wieder intakt. Aber so geht es momentan allen Beständen so ein bisschen, ne? Oder was sagst du? Also man sieht wirklich wenig, die dann wirklich gut vital daneben stehen, oder? Ja, also vital. Wir haben aktuell wirklich einen enormen Druck an Blattkrankheiten, gerade speziell halt der Rost, der wirklich an allen Ecken und Kanten kneift. Da vorne kommt der Informer, ich sehe ihn von hier. Ich wollte gerade sagen, das kann hier noch nicht. Das ist hier Akzent. Weil der immer noch recht, guck mal, du siehst es ja auch, wir stehen hier richtig bauchhoch im Bestand. Also der Akzent, das zeichnet ihn halt eben, oder daran erkennt man ihn halt gut. Er ist eben langstrohiger. Ja. Ne? Wenn wir jetzt aber hier mal gucken, übrigens, wir haben gerade mal vorhin Spindelstufen gezählt. Wir hatten 18 Spindelstufen, relativ kurz. Dafür hat er 4 Körner pro Ährchen ausgebildet gehabt. Wir kamen dann auf, wie viele Körner kamen wir? Auf 72 Körner pro 72, Ähre. genau. Und bei einem Durchschnittsbestandsdichte von 400 Pflanzen haben wir ausgerechnet und 30 Körner, 30 Gramm 1000 Korngewicht, kommen wir bei knapp 10 Tonnen auf dem Hektar an. Also ist manchmal nicht entscheidend, wie lang die Ährchen sind, sondern auch wie viele Körner bringen sie mit und welches 1000 Korngewicht. Deswegen ist der dickste Bestand auch nicht immer ein Garant für den höchsten Ertrag, sondern es gibt so viele Möglichkeiten der Kompensation. Und wenn wir uns den hier zum Beispiel angucken, der sieht ja relativ dünn aus, würde ich fast sagen, oder? Sieht der dünn aus? Ja, ich sag mal, Normal. normal. Ne? Ist ja, Ne? Aber wenn wir uns das hier durchzählen, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Und wir haben tatsächlich auch hier 4 Körner pro Stufe gefüllt. Ja, das sind also über knapp 100 Körner. Und wenn die dann noch richtig Gewicht mitbringen, dann haben wir es natürlich. Ne? Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, also eine Fungizidbehandlung dieses Jahr gemacht, die war, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ich hätte den Rost deutlich früher einbremsen müssen. Ich war ja zuvor bei der Ährengabe hier durchgefahren, da war der Kern gesund, aber bei Rost, da muss man wirklich nachher alle 2, 3 Tage gucken. Gerade wenn jetzt haben wir so ein Wetter heute schon wieder, das ist schwülwarm. So, wir haben teilweise Tau oder Regen gehabt, dann trocknen die Bestände nicht richtig ab. Und dann ist der Pilzdruck dieses Jahr enorm. Und das ist ja auch überall das, was man so ein bisschen durch die Lande, wenn man so durch die Lande fährt, was man sieht, die Bestände haben richtig unter den Krankheiten zu tun. Wie war das bei dir mit Blattläusen? Weil, Gar nicht. Nee, deswegen, ich sehe das hier. Hier ist ja relativ Ruhe im Bestand. Gar nichts. Weil wir eben auch weiter in Richtung Küste auch Bestände hatten, wo dann die Blattläuse halt auch mal in stärkeren Kolonien aufploppen. Genau, und was man ja natürlich auch sagt, die Art der Pflanzenernährung spielt ja auch eine Rolle, wie wir nachher am Ende Käfer-, Blattlausdruck oder Pilzdruck haben. Denn die nitratreichere Ernährung führt ja des Öfteren zu einem Zuckerstau in der Pflanze und dadurch häufen sich letztendlich auch Krankheiten. So, ja, wird schön. Hier kommt das nämlich bin ich der Meinung, direkt auf den Punkt. Die nächste Sorte. Hier ist überall ein bisschen Roggen drin. Ich kam nämlich vom Kunden vom Roggendreschen und habe hier den Lagerraps aufgenommen. Was ich euch aber noch zusätzlich sagen kann, ich war ja hier mit der Boss und die Boss hatte Probleme im Hairpinning, wo so Lagerroggen war. Lagerraps war. Lagerraps. So. Akzent. Und jetzt gehen wir hier mal durch. Informer. Also deutlich weniger Rostdruck, ne? Man sieht ja Genau. auch, die Blätter sind ja Ich sag mal, noch hier, grüner. Hier können wir eben auch schön sehen, der Informer nicht umsonst größte Ökosorte. Ne, aufgrund seiner enormen Blattgesundheit, die er quasi von der Sortengenetik mitbringt. Und dementsprechend sehen wir hier auch nochmal diesen krassen Unterschied. Ne? Ja, Auf man den sieht das Farbenblättern. tatsächlich, auch wenn man hier so ein bisschen rüber guckt. Man sieht richtig, Akzent bräunliche Farnblätter, hier doch deutlich dunkelgrüner. Ne? Ja. Bin ich gespannt, wie das performt. Hier gleich mal den Roggen mitnehmen. So. Und ja, dann müssen wir uns mal eine Stelle raussuchen, wo wir denn den Akzent vermehren wollen. Nach wie vor bleibt er im Anbau, weil das ist eine Sorte, die performt wirklich auf trockenen Standorten sehr, sehr gut. Ja. Ist die Lieblingssorte von Michel Dier übrigens auch, Ja. ja, auf seinen trockenen Standort. Und Janni will auch ins Akzent-Business einsteigen dieses Jahr. Genau. Ja, irgendwie Informer. Ich würde eigentlich am liebsten den Informer verabschieden, weil er doch nur den B mit sich bringt und dann auch manchmal immer so ein bisschen knapp mit dem Protein. Aber ansonsten ist ja natürlich eine sehr gut Spätsaat geeignete Sorte, immer sehr vital.
entwickelt sich gut und Einzelerntyp auf unseren Standort. Ne? Man sieht Ja. das, hier sind gar nicht viele Pflanzen an sich nachher verteilt, aber der bringt so ein krasses Hektolitergewicht mit sich, also so eine gute Kornmasse und so eine gute Ährenfüllung, dass er am Ende sehr, sehr gut kompensiert. Und gerade in trockenen Jahren, ich habe den jetzt das 3. Jahr im Anbau, im trockenen Jahren hat er auch gut performt. Genau, und dann schauen wir mal, wie der Optimist performen wird. Und dann kann man wirklich eher, auch noch mal in Richtung Optimist schauen, ne? Wie man da eben die Anteile Genau. stärker in die Fläche bringt. So, wir fahren jetzt zu meinem Weizensortversuch und da kannst du dich komplett beweisen, Daniel. Jo. So Leute, hier sind wir auf Weizen nach Mais. Gegrubbert haben wir hier. Und hier habe ich tatsächlich die Fungizidmaßnahme ungefähr eine Woche vor der anderen Fläche gemacht. Ja? Das heißt deutlich früher gekommen. Dann musste ich noch mal in den Mais reinfahren. Dann hatten wir ein paar Tage Wind. Was wir jetzt aber so ein bisschen sehen, hier haben wir natürlich länger das grünere Blatt behalten. Aber jetzt kommt er hier wieder, neue Pustel. Da, diese hellbraun, ich hoffe, ihr seht das. Ich filme das einmal kurz mit dem Handy, dann können wir das mal reinschneiden. Moment. Warte mal, kriegen wir das noch besser hin? Und zwar diese hellbraunen Pusteln. Die sind es, die man da sieht. Die sind aktiv, da sieht man einen schönen Unterschied. Und ich habe auch gerade ein bisschen am Vorgewende gesehen, manchmal dann kommt der Druck ja ein bisschen reingeweht, ein bisschen döller, vielleicht von anderen Flächen, Nachbarflächen. Daneben steht Roggen. Wenn da zum Beispiel nichts gemacht wird, kommen natürlich auch deutlich mehr Pusteln rüber. Ne? So. Das sieht auch aus, als wenn hier so 2 Sorten gemischt stehen. Wir haben ein paar tiefere drin. Ich weiß auch nicht mehr. Das war hier das letzte Stück. Da hat Detlef natürlich ein paar Reste ausgedrillt. Da hat Detlef bestimmt alles zusammengekippt, was er noch Aber hat. der hier ist auf jeden Fall schön gesund. Da war die frühere Maßnahme natürlich deutlich besser. So, und du hast schon gesagt, Kermit sieht man von Weitem schon. Und das sieht man wirklich von Weitem schon. Also, das ist ja brachial, wie hellgrün der ist. Was der für große Farnblätter hat. Aber auch er hat Rostprobleme jetzt. Ja, genau. Ich sag mal, da ist Kermit. Ne, das ist unser neu zugelassener Arbeiten im Jahr 2024. Eine sehr vielversprechende Sorte, ertragsstärkste Zulassung in diesem Jahr und aus dem A-Bereich. Bringt eine schöne Proteinausstattung mit, hat auch GPD. Also das ist mal schnell auf ganz kurz erklärt, die Stickstoffaneignung im Hochertrag, also sprich die Sorten, wenn sie höhere Erträge bringen, brechen viele Sorten im Proteingehalt durch. Und das hat Kermit eben nicht. Da bleiben die Proteingehalte recht stabil und brechen im Hochertrag eben nicht so stark durch wie bei anderen Sorten. Ich bin gerade ein bisschen froh. Ich habe mindestens 5 Tonnen für die Vermehrung. Du sagst nämlich, Kermit ist dieses Jahr extrem knapp, ne? Genau, also Leute... Weil neu zugelassen, wenig... Genau, Wusstet ihr, dass er zugelassen? Wurde der letztes Jahr zugelassen? Nein, er wurde in diesen, also die Weizensorten werden ja im Frühjahr, kommen ja dann die offiziellen Zulassungen von dem Bundessortenamt. Ja. Und nein, wir sind davon ausgegangen, dass er zugelassen wird. Okay. Es stehen ja auch Vermehrungsflächen in Deutschland, also ist ziemlich breit bei allen Händlern eigentlich was zu kriegen. Aber eben der Umfang ist eben noch relativ überschaubar. Und deswegen, wenn ihr ihn ausprobieren wollt, fragt eure Händler und bestellt rechtzeitig. Ne, dass ihr dann auch wirklich den Kermit einmal mit bei euch in die... So, jetzt wird den ja Anbau spannend. kriegen. Welche Sorten hast du mir denn noch gegeben zum Testen? Einmal Lorimar, das ist unser neuer B-Weizen, den wir in diesem Jahr zugelassen gekriegt haben. Und einmal den Wiesent. Okay, Auch ein B. Der hat aber auch eine sehr blaue Note, oder? Ja. Junge. Kannst du die auch schon, hast du die schon so lange gesucht? Aber auf jeden Fall, der ist noch mal gesünder als Akzent und Kermit, weil der hat ja fast gar keine Pusteln drauf. Aber was man hier zum Beispiel sieht, wenn du das mal halten magst, der scheint ein sehr langes Farnblatt zu haben. Oder? Das ist so ein bisschen, Ja, das ist auf wenn jeden man, Fall wenn man eine das so ein ganz bisschen schöne betrachtet, Peitsche, ne? Kermit hat so ein bisschen dicker, aber er scheint so ein bisschen längeres Farnblatt zu machen. Das sieht man auch so, wenn man im Bestand guckt, das sieht ein bisschen schilfiger aus. Ne? Ja. So, ich weiß aber, wenn ich nachher zu Hause bin, ich kann mir gleich eine Allergietablette einwerfen. Weil ich merke das schon, wenn wir hier durchgehen, die Pusteln kommen nach oben, die Sporen. Ah, der ist richtig blau. Das Schöne ist, wir kriegen das ja durch den Niers-Sensor auch schön analysiert, wie ist die Proteinverteilung dieser einzelnen Sorten. So, hier hat er noch mal was abgesteckt. Bis da, guck mal. Das scheint hier vorne
scheint nochmal eine andere Sorte zu sein. Aber die beiden kriegst du jetzt nicht mehr. Die sehen doch sehr, Also ich hätte jetzt gesagt, der rechte ist der Wiesent und Lorimar ist der linke. Okay, weil hier sieht man auch, der hat eine bläulichere Ähre. Die ist so grünlich, Kermit hellgrün. Und dahinter sieht man auch wieder Akzent. Akzent ist so ein bisschen höher, der Genau. kippt schon die Ähre jetzt auch Richtig. anders. Ich sag mal, der ist von der Strohlänge her der längste, den wir quasi so haben im Segment. Ne? Ja. Sind auch schön hoch geworden hier ohne Wachstumsregler, ne? Ja, ja. So, hier sieht man schon, hier hat Detlef so eine leichte Kurve schon weggedreht. Hier siehst du es ganz genau. Guck mal, Genau. das Saatgut hat bis da Ja, vorne ja. gereicht. Und dann hat er noch mal reingehalten und rausgedreht. Genau, bis da. Ja, genau. Aber dann haben wir es ja jetzt hingekriegt. So, hier ist wahrscheinlich noch ein bisschen gemischt gewesen und hier sieht man das. Hier kommt der Akzent wieder, ne? Das sieht man. Ja. So, wenn wir jetzt in die Richtung gehen, wird der Boden tatsächlich auch immer besser. Und so sah der Bestand auch dieses Jahr aus. Also wir sind gerade vorbeigefahren. Da am Anfang haben wir Brandstellen gehabt. Denn wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Wir hatten so ein paar trockene Tage, so ungefähr 3-4 Wochen mit richtig Wärme. Und die haben auch den Sandkuppen schon richtig wehgetan. Aber der Kermit sieht auch wirklich, wenn man so rüber guckt, der sieht auch richtig kernig aus. Ja, genau. Das ist so ein knuffiger Typ. Ich habe mich ja letztens mit Janni schon mal über Sorten im Podcast unterhalten. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Und ich bin der Meinung, wir sollten immer die beste Sorte, die beste Neunamenssorte küren. Ja, mach mal. Genau. Ja, die irgendwie so einen richtig geilen Namen dann auch hat, der richtig was mitbringt. Janni schwört ja auf seinen Nordkap. Aber Nordkap hört sich auch schon so kräftig an. So, wir gehen nochmal hier durch. Der stellt sich aber auch ganz gut dar. Hier, muss man sagen, optisch. Hat ein richtig schönes Grün, du. Werden wir sehen. Wir werden uns auf jeden Fall was wegstellen zum Vermehren. Dann, wenn Saatgut dieses Jahr knapp ist, gucken wir mal. Dann denke ich mal, werde ich nächstes Jahr mit Akzent, Optimist und Kermit durchstarten. Glaube ich, das sind meine Sorten fürs nächste Jahr. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Schön große und gesunde Farnblätter. Hier sieht man sieht wirklich einen großen Unterschied zu dem Akzent in der Gesundheit. Ich hoffe, ihr seht das auch. Wenn wir jetzt hier durchgehen, hier ist noch so ein bisschen Rest. Jetzt kommen wir hier zum Akzent. Obwohl hier in der Kurve sieht er auch ganz gut gesund aus. Das ist wahrscheinlich auch, wie die Wasserversorgung ist, wie stellenweise der da ist, aber das ist auch nicht 100% Akzent. Genau, Hier steht eine kleinere auf jeden Sorte Fall zwischen. wieder noch was anderes mit da drin. Ja. Gut, Leute. Sollte das erstmal gewesen sein. Kleiner AKF im Weizen. Wir fahren jetzt noch weiter. Ich zeige dir noch mal meine Sojabohne. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, ich wünsche euch was, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.